Falltest bestanden. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Mein Name ist Sebastian und ich möchte, dass wir uns mal wieder dieses Werkzeug hier angucken. Denn wir haben hier einen 76 mm Trennschleifer von Bosch mit einem 12 Volt Akku. Und das finde ich eigentlich wirklich spannend und ich habe das Gefühl, dass viel zu wenig Leute dieses Gerät kennen. Und ich habe keinen richtigen Grund gefunden, euch das Gerät nochmal zu zeigen, weil es eigentlich keinen so richtigen Grund gab. Aber ich finde das echt toll, weil du kannst damit ganz tolle Sachen machen. Und jetzt hat Bosch was Witziges gemacht. Und mir nämlich einen Grund gegeben, dass wir uns das angucken. Nämlich Bosch hat das Bosch Expert 76 mm Bundle in der L-Box Mini rausgebracht. Nämlich, Bosch hat gesagt, okay, damit wir dieses Gerät auch mal wieder so ein bisschen mal hervortun können oder vielleicht auch für euch was Gutes tun können. Und weil sie das ganze Zubehör jetzt auch als Expert rausgebracht haben, haben sie so ein Bundle geschnürt. Und zwar hast du hier Folgendes in dieser L-Box Mini. Und wir schauen uns das gleich auch mal in der Benutzung an, weil darum geht es mir eigentlich ehrlich gesagt. Hast du drin einmal ein Multiwheel. Damit kannst du zum Beispiel Kunststoff und damit kannst du aber auch Holz schneiden. Dann hast du hier eine Scheibe, mit der kannst du Fliesen schneiden. Dann hast du hier, ich glaube das hier, genau, die Inox-Scheibe. Genau, damit kannst du halt Metall schneiden. Und hier hast du sogar noch eine Schrubbscheibe dabei. Und alles hier in einer Box. Das ist doch der Hammer, oder? Das gibt es übrigens als Angebot auch bei Go-Tools im Preisbereich so zwischen 40 und 50 Euro. Bin mir gar nicht so sicher. Schau einfach mal unten in die Videobeschreibung, da findest du das Ganze als Set. Was ich aber sagen kann, daran kann ich mich erinnern, und zwar, wenn du sagst, okay, du hast so ein Teil noch nicht, dann kannst du einfach mal auch in die Videobeschreibung gehen, gehst auf den Link, denn da bekommst du das alles hier mit dem hier im Solo-Bereich, also ohne Akku, für so um die 120 Euro. Und beides zusammen, so viele Scheibe, das ist doch mal ein Starter-Set, oder? Wenn du sowas noch nicht hast, schau auf jeden Fall mal vorbei. Und da gibt es auch ein Angebot mit Akku. Und die Sache ist nämlich folgendes. Du hast einfach hier ein unwahrscheinlich kleines, lass uns das mal einfach mal anschauen. Du hast ein unwahrscheinlich kleines und kompaktes Gerät. Weil erst einmal von dir aus, ja, wenn man sich das hier mal anschaut, du hast das wirklich sehr gut in der Hand. Ja, ich muss es leider jetzt mal so rum zeigen. Du kannst das hier über den Daumen wunderbar einschalten. Ja, einfach so hochschieben oder dauerhaft an. Ja, und hast hier ansonsten keine großen Möglichkeiten zur Einstellung. Lass uns das mal von allen Seiten angucken. Wie hier, ich nehme meinen Akku zur Sicherheit raus. Hast hier, ja, das war es eigentlich schon. Also da ist nichts weiter zum Einschalten, also zum Einstellen. Mehr gibt es hier nicht. Du hast nur zwei Dinge. Nummer eins, du hast hier eine Akkuanzeige. Ich zeige dir das mal. Ja, das heißt, du kannst hier schauen. Und hier, da kannst du schauen, wie voll der Akku ist. Nummer eins. Was ich aber besonders wichtig finde, ist das hier. Nämlich du kannst das hier hochziehen. Zur Sicherheit wieder rausnehmen. Und zwar ziehst du das hier hoch. So. Und jetzt ist das hier arretiert. Finde ich super. Einfach hochziehen, arretiert, fertig. Und dann kannst du hier einfach das Ding hier nehmen, so, lösen und eine andere Platte nehmen. So. Jetzt lass uns doch mal schauen, was hier alles dabei ist. In dem Bundle, eigentlich möchte ich für euch testen, aber das gucken wir uns gleich an. Du hast hier Folgendes. Du hast dabei zwei Schrubbscheiben, ja, 76 mm. Du hast dabei hier in diesem, auch übrigens, das hast du auch mit dabei hier alles, ja. Also du hast hier dieses Ordnungssystem alles mit dabei und die L-Box Mini. So, jedenfalls hast du dann dabei das hier, und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Scheiben für Metall. Dann hast du noch diese Scheibe, eine für Fliesen und eine, mit der du mehrere Sachen machen kannst, ja. Und all das zusammen mit der L-Box hier, das ist schon mal ein gutes Bundle, finde ich, weil damit kannst du loslegen und wenn du das hast, kannst du so ziemlich alles damit machen, was du dir vorstellen kannst. Und ich würde sagen, damit fangen wir doch gleich mal an. Und das Erste, was wir machen, ist Kunststoff. Weil die Frage ist bei Kunststoff immer, wie gut funktioniert das denn eigentlich? Das ist nämlich dieses Multiwheel hier.
packe das hier drauf und dass ihr auch seht, wie schnell das Ganze geht. Oh, und bekommt ihr das Ganze in Echtzeit gezeigt. Wir nehmen das hier, machen das mal drauf. So. Und die schöne Sache an dem hier ist, du kannst wirklich verschiedene Materialien damit schneiden. So. Und so und. Oh, das Geräusch, hört mal. Hört sich ein bisschen garstig an, oder? So, wenn wir haben jetzt mal ein klassisches Kunststoffrohr. Ganz klassisches Kunststoffrohr, wie ihr das kennt. Und das Problem ist ja häufig auch, dass das hier so ein bisschen dann verkokelt bzw. anfängt zu schmelzen. Deswegen haben wir jetzt mal Folgendes gemacht. Hier uns eine kleine Halterung hier angebaut. Und jetzt nehmen wir einfach mal unser Gerät und gucken mal, wie das funktioniert. Ja? So. Und so. Schaut mal hier, da ist nichts geschmolzen. Alles wunderbar. Ja, also ich probiere es noch ein zweites Mal, vielleicht ein bisschen eleganter. Das ist schon echt gut, das sieht super aus. Und jetzt nehmen wir dasselbe nochmal für Holz. Mann. Erstaunlich, oder? Also das macht richtig Spaß. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es so, dass ich damit auch schon Holz mit Nägeln geschnitten habe. Und das funktioniert auch. Überleg mal, das heißt, du hast hier ein Blatt. Du hast irgendwo Nägel drin, in einem Holz, oder eine Schraube. Kannst du durchsägen. Du hast ja auch mal so kleinere Latten, kannst du durchsägen. Oder du hast Kunststoffleitungen wie das hier, nicht Kunststoffleitung. Du hast zum Beispiel einen Kabelkanal oder solche Kunststoffrohre. Auch das kannst du damit machen. Und gerade auch größere Kabelkanäle finde ich viel angenehmer mit so einem kleinen handlichen Gerät, schon fast zu schnitzeln. Das ist schon super. Also das macht Spaß. Kommen wir zum nächsten, und zwar dem Blatt für Fliesen. Also genau dem hier. Lass uns das mal ganz kurz anschauen, bevor wir loslegen. Und zwar haben wir hier, also sieht es dann eingepackt aus, aber egal, so ist es auf der Maschine. So, und ihr seht hier Folgendes, wir haben hier an der Seite auch Diamanten und die sind ja auch in verschiedenen Tiefen hier im Metall eingearbeitet. Selbst wenn man das hier leicht abschleift mit der Zeit oder mit der Zeit sich abnutzt, dann ist es immer noch so, dass hier genügend Diamanten an der Seite sind, um hier auch Abtrag zu haben. Und natürlich hier auch. Und hier ist es so bei dem Ganzen, dass das Ganze hier ist für normale Fliesen, für Feinsteinzeug. Auf dem Bild hier ist Marmor drauf. Also ich hätte glatt Lust, das mal auszuprobieren. Habe ich leider zu spät gesehen. Aber wir haben zumindest hier Feinsteinzeug. Und ich sage mal, das ist ja auch schon ordentliches Feinsteinzeug. Wir haben hier in Summe, ich glaube, 2 Zentimeter. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Und eine Sache, ganz wichtig. Der große Vorteil dieses Geräts ist es nicht nur, dass jetzt ein 12-Volt-Gerät oder, sondern es ist die Handlichkeit. Dadurch, dass es so leicht und so klein ist und du es so wunderbar in der Hand hast, kannst du es sehr fein führen. Bei größeren Maschinen wird das immer weniger und je größer die Maschine ist, umso weniger kannst du filigran und ordentlich arbeiten kannst du immer, aber dieses filigrane und leichtfüßige, das hast du eigentlich nur mit solchen kleinen Maschinen. Du hast gerade gesehen, wie gut das funktioniert und dass selbst bei Feinsteinzeug, also ergo bei normalen Fliesen, wird es wahrscheinlich wie durch Butter gleiten. Und ich muss immer wieder sagen, mich erstaunt dann doch die Kraft dieses kleinen Gerätes. Auch wenn es nicht so schnell dreht wie andere, auch wenn es nicht so viel Kraft hat, dafür reicht es völlig aus. Und wofür es noch ausreicht, ist Folgendes. Wir werden jetzt mal hier das Thema Metall angehen, und zwar Metall schneiden und Metall schrubben. Und wir lassen jetzt die Funken fliegen.
ich muss sagen, ich liebe es, wenn die Funken fliegen. Und ich muss auch sagen, ich mag diese Aufnahmen sehr gern. Und ich wollte euch unbedingt mal wieder dieses Gerät zeigen, weil ich es selbst persönlich vergessen hatte. Ich habe es wirklich vergessen gehabt, bis ein befreundeter Kfz-Mechaniker auf mich zukam. Er hat mich gefragt, Mensch, kennst du nicht irgendwas, wo ich auf ganz kleinem Bauraum irgendwie Metall trennen kann, ohne alles auszubauen oder irgendwo was machen kann? Und habe ich gesagt, ja, da war doch was. Und da habe ich ihm dieses Gerät hier empfohlen. Und ich muss sagen, ich habe ihn 2 Wochen später gesehen und er war so happy, wie ich glaube in seinem Leben noch nicht. Ja? Er hat mir am liebsten noch 2 davon zurückgeschenkt, weil er wirklich, wie gesagt, das hätte ich gerne schon 20 Jahre vorher gehabt. Also im Kfz-Bereich scheint das sehr interessant zu sein, wenn du so kleine Blecharbeiten irgendwo am Rand irgendwo was machen musst, irgendwo was vielleicht auch mit einer Fächerschleife Fächerscheibe bearbeiten musst und. Also da ist das eine ganz tolle Sache. Ich glaube, aber auch als Fliesenleger hätte ich das immer parat mit der anderen Scheibe irgendwo quasi auf Tasche, wenn ich irgendwo eine kleine Ecke, eine kleine Kante nochmal irgendwas nachbearbeiten muss. Mega. Oder genauso auch für viele andere Gewerke mit dieser kleinen Multischeibe, vielleicht auch für einen Elektriker, der einfach sagt, okay, ich habe auch mal hier auf Tasche das Gerät und kann mal ganz schnell hier einen Kabelkanal kürzen oder ähnliches. Und auch dafür ist es eine super Sache. Also, und für mich selbst ist es so, ich liebe diese kleinen Problemlöser. Deswegen mag ich auch von Bosch zum Beispiel den GOP, den Multicutter so gerne. Ganz einfach, weil es in dem Moment, wo du den brauchst, hast du ein echt spezielles Problem und kommst irgendwo in einem kleinen Bauraum irgendwo hin. Und das ist hier halt auch so. Und hier hast du ein kleines handliches Gerät, mit dem du echt eine Menge machen kannst. Und ich freue mich, dass es jetzt hier so ein Angebot gibt, wo du das alles zusammen in einem hast, im Koffer auch hast, mit dabei. Und vor allem, wenn es irgendwann leer ist, ja, kannst du auch andere Sachen mit hier rein tun. Kannst hier auch Dübel schrauben oder einfach noch mehr Scheiben nachkaufen. Und das hast immer alles dabei, alles hier im Koffer. Insofern finde ich eine super Sache. Schreib mal gerne unten in die Kommentare, falls du das Gerät hast, wozu du schon überall benutzt hast, wo es dir schon mal, ganz ehrlich, den Arsch gerettet hat. Oder wie du es findest. Ja? Würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr wollt, kann ich nochmal ein Video machen. Ich mag den Kleinen einfach, aber jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.